Ja, wie sieht's denn aus mit LCA Green? Entwürfe und Schnitte sind fertig und die ersten Stofflieferungen für die Prototypen sind auch eingetroffen. Sehr gut. Ich kann es kaum erwarten, die Kollektion auf dem Laufsteg zu sehen. So ein Hänger in meinem Wagen. Irgendeine Idee, woher das kommt? Wieso? Kennen Sie den Mann? Nie gesehen. Der Mann ist in eine Straftat verwickelt. Ich möchte ihn finden und ihn fragen, wer ihn beauftragt hat. Bingo. Du hast recht. Kriegen wir mal jetzt. Und damit auch Mertens. Es geht um diese 3 Idioten, die dich an Franks Geburtstag verprügelt haben. Das hätte echt ins Auge gehen können. Hier. Selbstverteidigungskurs. Ja. Los, ihr kämpft nicht miteinander, sondern gegeneinander. Hau richtig rein! Hör auf, hab ich gesagt! Du kannst doch nicht auf ihn einsteigen, wenn er am Boden Ich liegt! könnte niemals wieder einen Mann so lieben wie dich, Sam. Niemals. Sebastian, ich weiß, wie wichtig die Präsentation von LCA Green ist. Pass auf, kümmer du dich um deinen Prozess. Ich sorge dafür, dass hier alles glatt über die Bühne läuft. Gut, bis dann. Na, sieh mal einer an. Unsere neue Marketingchefin macht bereits Feierabend. Nein, ich habe einen Termin außer Haus. Termin mit Tanja. Wie kommst du darauf? Ich beobachte euch. Gut, wenn es dich irgendwie anmacht. Ich weiß noch nicht genau, was ihr vorhabt. Aber dass ihr was vorhabt, ist klar. Bitte, was soll das sein? Ihr werdet LCL schaden und die Firma dann, wenn sie am Boden liegt, mit deinem Geld aufkaufen. Und nicht nur LCL. Den gesamten Laden. Ach so, du meinst also genau das, was du vorhattest, oder? Tja, schade, dass du deine Pläne aufgeben musstest, weil dir ohne meine Hilfe das nötige Kleingeld fehlt. Sei dir denn mal nicht so sicher. Ach so, bohrst du jetzt im Schlosspark nach Öl oder was? Ich muss jetzt wirklich los. Du weißt ja, wie wichtig diese Präsentation ist. Ja, allerdings weiß ich das. Und deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn du versuchen würdest, die Präsentation zu sabotieren. Traust du mir das wirklich zu? Natürlich traue ich dir das zu. Und vor allem bin ich nicht so blöd zu glauben, dass jemand wie du plötzlich anfängt, sein Geld auf ehrliche Art und Weise zu verdienen. Ach, Ansgar, es geht mir doch nicht ums Geld. Nein. Warum denn dann? Nur um den Spaß. Jo, ich bin's, Tim. Jo, ich weiß, dass du da bist. Hey, Jo. Was ist denn jetzt schon wieder? Keine Angst, ich bin gleich wieder weg. Ich muss nur mein Handy holen. Sag mal, Alter, hast du geheult? Heuschnupfen. Im Oktober. Soll's geben, ja. Ich weiß, du bist nicht so der gesprächige Typ, aber wenn du jemanden zum Reden brauchst. Ganz bestimmt nicht. Ey, wir können ja auch ein Bier trinken gehen oder sowas. Keine Zeit. Ich meine doch nicht jetzt, sondern irgendwann. Da habe ich auch keine Zeit, okay? Gut, ich will dich jetzt auch nicht überreden. Jo, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber du warst früher echt mal ein netter Typ. Aber ich lege keinen Wert drauf, nett zu sein. Verstehst du das? Gut, dann bleib eben einsam. Wer sagt, dass ich einsam bin? Ich. Und solange du keinen Menschen an dich ranlässt, wird es auch so bleiben. Weißt du was? Du wirst dich wundern. Ich lasse sogar ziemlich viele Menschen an mich ran. Ich meine aber nicht sexuell. Mag ja sein, dass du jeden Abend irgendjemand mit nach Hause schleppst. Aber das macht die Einsamkeit auch nicht besser. Im Gegenteil, schlechter. Was ist das? Ja. Alles gut. Lara, schön, dass ich dich sehe. Ich habe mir was überlegt. Du hast mir ja erzählt, dass dein Staatsexamen in Griechenland hier anerkannt wurde. Und dass du dein Referendariat machen musst. Ja, genau. Was hältst du denn davon, wenn du das bei Sebastian machst? Also im Moment ist er zwar in den USA, aber wenn er wieder da ist... So einfach ist das leider nicht. Die Stellen für das Referendariat werden zentral vergeben. Ach, das heißt, du kannst ja gar nicht aussuchen, wo du hingehst? Nee, ich kann froh sein, wenn ich eine Stelle in Düsseldorf krieg. Oh. Was macht der denn hier? Ich habe keine Ahnung. Gräfin Lahnstein. Herr Staatssekretär, ich wusste gar nicht, dass Sie unser Gast sind. Ich hatte einen Termin mit Ansgar von Lahnstein. Er unterstützt mich in meinem aktuellen Wahlkampf.
Ich gehe davon aus, er ist Ihnen zu Dank verpflichtet. Weil Sie sich so rührend um seine Tochter Kim gekümmert haben, während Ihr Mann in Untersuchungshaft saß. Das habe ich doch gerne getan. Ja, Sie haben sogar mit ihr geschlafen. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht, aber ich kann Ihnen versichern, ich habe Kim zu nichts gezwungen. Kim war völlig am Ende. Und Sie haben das ausgenutzt. Obwohl Sie wussten, dass Emilio unschuldig ist. Woher hätte ich das wissen sollen? Wenn ich Ihnen das nachweisen könnte, hätte ich das schon längst getan. Ich wünsche den Damen noch einen guten Tag. Du musst lernen, dich zu beherrschen. Ja, die Etikette. Nein, nicht die Etikette. Mertens kann dich verklagen, ohne mit der Wimper zu zucken. Diesen Triumph darfst du solchen Typen doch nicht gönnen. Nehmen wir diese Hose als zweites mit diesem Oberteil, würde ich sagen, ne? Und? Gut. Alles in Ordnung soweit? Ja, wir haben gerade mit dem Fitting begonnen für die Präsentation morgen. Ach, und ja, bei diesem Kleid kommt die Brosche oben noch hin, ja? Okay, das mache ich. Und sonst irgendwelche Zwischenfälle? Nein, wieso? Willst du mich noch nervöser machen, als ich eh schon bin? Nein, war nur so ein Gefühl. Was für ein Gefühl? Ich will, dass alles glatt läuft. Wir haben viel Geld investiert und es geht um unseren guten Beruf. Klar. Anscheinend bin ich die Einzige, der etwas an der Öko-Idee hinter der Kollektion liegt. Ich meine, der Rest der Familie will ja nur, dass die Öffentlichkeit dieses Tankerunglück vergisst, an dem wir nicht wirklich beteiligt waren. Waren wir. Unser Geld steckte mit drin und damit auch unser Name. Du solltest eigentlich schon vor einer Viertelstunde da sein. Ich habe mein Handy liegen lassen. Wie du siehst, wir arbeiten hier nur mit Profis. Es klappt alles wie am Schnürchen. Ich warte schon eine ganze Weile. Franziska hat mich aufgehalten. Er ahnt, dass wir was planen. Soll er doch, solange er uns nicht in die Quere kommt. Ich glaube, er ist ein bisschen beleidigt, dass wir seinen tollen Plan ohne ihn durchziehen. Er wird noch viel beleidigter sein, wenn er sieht, dass wir damit Erfolg haben. Ich kann es kaum erwarten, die dummen Gesichter zu sehen. Wenn ihnen klar wird, dass sie ausgerechnet mit ihrer ökologisch korrekten, sozialverträglichen Modelinie ihr gesamtes Unternehmen zerstört haben. Genau, weil die Öko-Kollektion gar nicht öko ist, sondern voller giftiger Pestizide. Sind Sie eigentlich sicher, dass Sie genug von dem Zeug auf die Stoffe gesprüht haben? Na, ich war ziemlich gründlich. Gut. Wann lassen wir die Bombe platzen? Am besten morgen auf der Präsentation. Wir wollen doch die maximale Aufmerksamkeit. Da kann ich Ihnen als Marketingchefin natürlich nur zustimmen. Also ich muss sagen, diese Ökolappen sehen gar nicht so schlecht aus. Also, Tim, wir brauchen von jedem Modell ein Foto, damit wir wissen, welches Kleid wir mit welchen Accessoires kombinieren, ja? Jo, kein Ding. Sag mal, Gina, kannst du mal bitte stillhalten? Das juckt überall. Ja, warum denn? Hast du irgendwas eingefangen bei Sascha im Bett oder was? Sehr witzig. Ja, dann komm, konzentrieren. Gibt's ein Problem? Nee, alles gut, wirklich. Ja, du bist aber auch ganz blass. Ehrlich? Du bist hier total entzündet. Was ist denn los mit dir? Ich weiß nicht, mir ist ein bisschen schwindelig. Ich glaube, ich muss mich kurz hinsetzen. Ja. Wie heißt die Dame nochmal? Gina. Hallo? Ich hol mal ein Glas Wasser. Gina, hallo. Ich rufe einen Krankenwagen, ja? Warte mal, ich glaube, ich fahre Sie besser selbst ins Krankenhaus. Okay. Hier. Hallo? Gina, hallo. Olli. Hallo. Hallo. Willst du zu mir? Nein. Kommst du nicht zur Nachuntersuchung wegen der Kopfverletzung? Doch, aber ich habe einen Termin bei deinem Kollegen. Aber wieso? Wieso? Weil mir das mit dir zu anstrengend ist. Das eine Mal bist du total nett und dann knallst du mir wieder die Tür vor der Nase zu. Du bist zu einem ungünstigen Zeitpunkt vorbeigekommen. Und dann schickst du mich zu einem Selbstverteidigungskurs und rastest selbst völlig aus. Keine Ahnung, was dein Problem ist, aber ich halte mich da raus.
Olli, hör zu. Nein, ich höre nicht zu, weil es mich wirklich nicht interessiert. Tschüss. Tschüss. Es macht mich einfach fertig, dass ich diesem Dreckskerl nichts nachweisen kann. Er darf doch nicht damit durchkommen. Also wenn es wirklich stimmt, dass Mertens dafür gesorgt hat, dass Emilio ins Gefängnis kommt, das ist ja... Das stimmt. Ich habe den Typen gefunden. Der hat sie als Emilio ausgegeben und in Mertens Auftrag so getan, als wollte er die beiden über den Haufen fahren. Aber der Mann hat Mertens doch nicht belastet. Also, wenn du keine Beweise gegen Mertens hast, dann musst du sehr vorsichtig sein mit dem, was du da sagst. Das kotzt mich einfach so an. Der Typ kann machen, was er will und ich muss ihn auch noch in Watte packen. Aber es ist doch nur zu deinem Schutz, Kind. Bitte. Der Typ ist ein korruptes Arschloch, der denkt, er kann sich über das Gesetz stellen. Und wenn ich die Wahrheit sage, bin ich dran. Ich meine, das ist doch verkehrte Welt. Ich kenne Typen wie Mertens. Die machen, was sie wollen, nehmen sich, was sie wollen und keiner unternimmt was dagegen. Erinnerst dich an Griechenland, nicht wahr? Als deine Mutter ihr Hotel verloren hat. Ja, klar. Ich meine, stell du dir das doch mal vor. Du sitzt in deinem Schlosspark und plötzlich kommt einer um die Ecke und sagt, sorry, ich will jetzt hier einziehen. Mir gefällt die Gegend ganz gut und das Schloss finde ich auch nicht so schlecht. Packen Sie Ihre Sachen und hauen Sie ab. Und zwar schnell. Du weißt doch selber, unser Hotel war alles für Mama. Die hat ihr ganzes Geld da reingesteckt. Alles alleine aufgebaut. Ich meine, der Laden lief. Sogar richtig gut. Tja, und dann hat der Staat seine Finger danach ausgestreckt. Ja. Auf einmal hatten wir angeblich keine Baugenehmigung. Und jetzt stellt der Bürgermeister da selber so eine riesen Ferienanlage hin. Und von der Baugenehmigung ist keine Rede mehr. Es war eine riesengroße Sauerei. Aber du musst bedenken, hier ticken die Uhren anders. So ein Quatsch. Typen wie Mertens lügen und betrügen einfach. Und das alles unter dem Deckmantel der Politik. Ich meine, die Menschen wählen sie, weil sie ihnen vertrauen. Die glauben, dass sie die Welt ein kleines Stückchen besser machen wollen. Das ist ja auch sein verdammter Job. Stattdessen stoppt er sich das Zeug einfach in die eigene Tasche. Und wer in dem Weg steht, wird einfach überrollt. Ja, oder wandert in den Knast. Ja, ich bitte dich doch nur darum, nichts gegen Mertens zu unternehmen, solange du keine Beweise gegen ihn hast. Bitte versprich mir das. Ja? Ja. Und die habe ich bald. Lass dich da drauf. Ein anaphylaktischer Schock. Ja, genau. Und worauf hat sie allergisch reagiert? Das kann ich Ihnen erst sagen, wenn wir ein paar Tests gemacht haben. Wie lange muss sie hier bleiben? Auf jeden Fall über Nacht. Morgen sehen wir dann mal weiter. Wie geht's Ihnen? Besser. Haben Sie irgendeine Ahnung, worauf Sie so heftig reagiert haben? Vielleicht haben Sie irgendwas Falsches gegessen? Ich bin Model, ich esse nichts. Naja, vielleicht war es ja auch die Schminke, oder? Das war die Schminke, die ich sonst privat auch benutze. Wann genau hat es denn angefangen mit diesem Jucken? Naja, als ich das neue Kleid angezogen habe. Sie meinen das aus der LCL Green Kollektion? Ja. Also, wenn ich nicht wüsste, dass das Biostoffe sind, dann würde ich denken, da ist irgendwie Chemie drin, aber das kann ja nicht sein. Nein, natürlich nicht. Ich muss dir übrigens noch was erzählen. Was denn? Ich habe mir ein WG-Zimmer gesucht. Och, na. Du bist doch gerade erst angekommen. Versteh mich jetzt nicht falsch, bitte. Ich bin dir total dankbar, dass du mich aufgenommen hast. Und ich habe auch total gerne am Schloss gelebt. Ich Aber verstehe, dass du lieber in einer WG als hier auf dem Schloss wohnen willst. Das würde mir ja genauso gehen. Aber ich hätte dich eben gerne noch ein bisschen länger bei mir gehabt. bist du jetzt enttäuscht oder so? Nein. Wenn du nur ab und zu mal zum Essen vorbeikommst und mir erzählst, was in deinem Leben so passiert, dann ist schon alles gut. Danke, Oma. Elli. Hast du denn schon eine WG gefunden? Ja, ich kann bei Andi, Sascha und Olli einziehen. Und Emilio wohnt jetzt auch da. 4 Jungs. Na, viel Spaß. Ach, nein, 5. Tim Helmke, der Bruder von Charlies Mann, der wohnt ja auch da. Charlie wohnt übrigens gegenüber.
Mein Gott. Wenn ich an meine Zeit in der WG denke. Klebrige Nudeln, billiger Rotwein und ständig war der Kühlschrank leer. Du hast mal in der WG gewohnt? Hallo? Meine Generation hat das Leben in der WG erfunden. Ich meine, auf dem Schloss ist es ja auch fast wie eine WG. Ich meine, alle unter einem Dach, man ist nie alleine. Ja, aber das Essen auf dem Schloss ist hervorragend. Und es gibt keinen Streit wegen der Einkäufe und wer das Klo putzen muss. Also ich würde mal sagen, das ist WG 2.0. Ich habe auch schon Angst, dass ich ständig eine Putz- und Einkaufspanik schiebe. Ja, komm, das gehört doch zum Leben in der WG dazu. Und sollte es dir zu viel werden mit den Jungs, dann kommst du einfach bei mir vorbei und lässt dich ein bisschen verwöhnen. Ich möchte einfach nicht, dass wir uns wieder so schnell aus den Augen verlieren. Auf gar keinen Fall. Danke dir. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Danke. Hey, Tim. Unsere neue Mitbewohnerin, Lara. Hey, Hey, endlich mal ein Mädchen. gut erkannt. Du, nee, ehrlich, ich meine, jetzt sind wir wenigstens nicht nur Typen hier. Wobei Andi ist ja schon ein kleines Mädchen. Sehr witzig. Ich habe einen Referendariatsplatz bekommen. Cool. So, zum Vorstellungsgespräch des Schneiders. Ist das immer noch so eine Schickimicki-Bude? Du kennst doch Charlie. Wann ist denn der Termin? Heute. Scheiße, in 10 Minuten. Das schaffe ich doch, wenn ich ein Taxi nehme, oder? Klar, kriegst du hin. Ey, aber so kann ich da doch nicht hingehen, oder? Also, ich finde, das sieht super aus. Finde ich auch. Okay, hilft ja jetzt eh nichts. Ich bin sowieso schon zu spät. Drück mir die Daumen, ja? Viel Glück. Hey, ist das die Kopfverletzung? Die übernehme ich. Also, wenn es dir recht ist. Der Typ ist ein Freund von mir. Ach so, klar, kein Problem. Dafür bekommst du die Blondine in der Vierer, okay? Klingt nach einem fairen Tausch. Danke. Was soll das? Wo ist Dr. Lothar? Der Kollege wurde zu einem Notfall gerufen. Du kannst entweder mit mir Vorlieb nehmen oder auch noch ein paar Stunden im Wartezimmer sitzen. Okay, bringen wir es hinter uns. Lass mal sehen. Die Wunde ist gut verheilt. Da bleibt keine Narbe zurück. Gut. Ich mach sie noch mal sauber. So, fertig. War wahrscheinlich doch noch ein wenig früh, dich so schnell nach der Schlägerei zum Selbstverteidigungskurs zu schicken. Ach was. Hier. Olli, es tut mir leid. Was? Dass du mich überhaupt erst zu dem Kurs überredet hast? Nein, das Training ist wichtig. Du musst dich verteidigen können, wenn noch mal sowas passiert wie mit diesen Typen, die dich zusammengeschlagen haben. Was ich sagen wollte ist, es tut mir leid, dass ich die Kontrolle verloren habe. Weißt du, es ist, dass ich... Sam! Mach die Augen auf, Sam! Ja? Nichts, ich bin wahrscheinlich nur übermüdet. Zu viele Nachtschichten. Ja gut, dann schlaf dich mal ordentlich aus. Ja. Pestizide? Solche allergischen Reaktionen wie bei Gina können auftreten, wenn jemand überempfindlich auf bestimmte Pflanzenschutzmittel reagiert. Aber unsere Stoffe enthalten keine Pflanzenschutzmittel. Die sind 100% öko. Zumindest sollten sie das sein. Also,
Unser Lieferant hat einen ausgezeichneten Ruf, ja? Der lässt seine Ware regelmäßig kontrollieren. Und deswegen gibt es nur eine andere Möglichkeit. Ist das Fitting schon vorbei? Ja, unser Model ist ausgefallen. Diese Gina? Wieso das denn? Sie ist zusammengeklappt. Wahrscheinlich zu wenig gegessen. Models, ey, zu blöd zum Fressen. Ja. Sie ist morgen wieder fit. Ja, hoffentlich. Sonst lass es sie zwangsernähren. Du glaubst, Alexa hat was damit zu tun? Wenn unser Lieferant sauber ist, dann gibt es nur eine Erklärung. Sabotage. Und jetzt? Finden wir es heraus. Olli, ich wollte noch mal mit dir reden. Worüber? Es ist ja wohl alles gesagt. Du warst müde, deswegen hast du dich mal wieder komisch verhalten. Völlig normal. Es tut mir leid, wenn ich dich erschreckt habe. Das hast du nicht. Du hast... Spielt keine Rolle. Doch, tut es. Ich möchte dir erklären, warum ich so komisch war. Vielleicht will ich das gar nicht hören. Ich brauche nur eine Minute. Okay. Olli, hör zu, ich... Das hat sich total verändert. Sie Kinderschneid ist noch von früher? Ist irgendwie größer geworden. Arbeitet Angelo noch hier? Nicht, dass sie wüsste. Sie waren wohl früher öfter hier, oder? Ja, als ich noch in Düsseldorf gelebt habe. Aber das ist schon lange her. Ja, wer weiß, vielleicht schauen Sie jetzt wieder häufiger vorbei. Wissen Sie zufällig, ob hier jemand vom Ministerium sitzt? Ich habe ein Vorstellungsgespräch. Ja, ich glaube, ich weiß, wen Sie suchen. Wenn Sie mir kurz folgen würden. Herr Staatssekretär. Ja, Ihr Termin. Vielen Dank. Gerne. Sie? Sie. Lara Cornelius, das sind Sie. Ja, das bin ich. Ja, Ihnen scheint ja wahnsinnig viel an der Stelle zu liegen, wenn Sie sich so rausgeputzt haben. Ich dachte, es geht um meine Qualifikation und nicht darum, was ich anziehe. Ihre Qualifikationen sind relativ egal. Im Wirtschaftsministerium können Sie so nicht rumlaufen. Wir sind aber nicht im Wirtschaftsministerium. Und Sie wollen wirklich für mich arbeiten? Wenn Sie so fragen, nein, will ich nicht. Ich denke auch, dass es keine gute Idee wäre. Dann sind wir uns ja ausnahmsweise mal einig. Ich habe einen Chemiker beauftragt, die Stoffe zu prüfen. Er kommt heute noch hierher. Gut. Wer hat ein Interesse daran, die Stoffe zu verseuchen? Jemand, der verhindern will, dass LCL Green ein Erfolg wird. Da fällt mir Tanja ein. Die war von Anfang an gegen die Kollektion. Aber das ist ihre Firma. Sie wird doch nichts tun, um diesem Unternehmen zu schaden. Es sei denn, LCL Green gerät dadurch so in Schieflage, dass wir verkaufen müssen. Stimmt. Dann könnte sie die Firma übernehmen. Wäre keine Angestellte mehr und stolze Besitzerin von LCL. Aber mit welchem Geld sollte sie LCL kaufen? Mit Alexas Geld. Stimmt. Dann hat Ansgar also doch recht und die beiden, die hecken was zusammen aus. Wer weiß, vielleicht hat er einmal die Wahrheit gesagt. Na, Geheimnisse. Wie laufen denn die Vorbereitungen für dieses Ökospektakel morgen? Ganz hervorragend. Danke der Nachfrage. Ja. Genug Räucherstäbchen besorgt, Yogi-Tee statt Champagner. Ja, haben wir. Und hier haben wir so einen Batik-Kaftan besorgt. Den darfst du morgen tragen. Hinreißend. Ja, dann sagt mir doch Bescheid, wenn ihr auf dem Schloss die freie Liebe ausruft. Peace. Denkt ihr, was ich denke? Wenn es Tanja oder Alexa nicht waren, war es Ansgar. Der würde alles tun, um mich als Konzernchefin loszuwerden. Aber woher soll er das nötige Geld haben? Wenn es um Geld geht, kann er erfinderisch werden. Und wir müssen herausfinden, wer das war. Jetzt Alexa oder Ansgar oder Tanja oder vielleicht auch alle drei. Wie auch immer, die dürfen mit ihrem Plan nicht durchkommen. Ja, bloß wie? Vor allem darf niemand erfahren, dass wir Bescheid wissen. Das ist der einzige Trumpf, den wir gerade haben. Ja, das ist richtig. Wer hat denn mitbekommen, dass das Model in Ohnmacht gefallen ist? Tim. Um den kümmere ich mich. Ich rede mit Gina. Gut. Mein Gott, ausgerechnet jetzt. Von diesem Erfolg der Kollektion hält so viel ab. Keine Panik, das
Das kriegen wir hin. Das Ding flackert schon seit ein paar Tagen, das nervt mich tierisch. Ich hatte auch mal so eine. Irgendwie fand ich die ziemlich geil. Was ist denn darum bitte geil? Naja, das Flackern. Ich kam mir da beim Sex immer wie in einem Stummfilm vor. Ich fand das irgendwie cool. Und wenn die Frau geredet hat, hat mich das aus dem Konzept gerissen. Ja, reden wird sowieso überbewertet. Beim Sex oder überhaupt? Überhaupt. Reichst du mal einen kurzen Schraubenzieher, bitte? Ja. Läuft doch nicht so mit deinem Doc, wa? Keine Ahnung. Jedes Mal, wenn ich denke, ich rede nicht mehr mit ihm, macht er was total Nettes. Und dann denke ich, okay, so schlimm ist er doch nicht. Und dann baut er wieder Scheiße. Zum Beispiel? Zum Beispiel vorhin im Krankenhaus. Da hat er mich plötzlich geküsst. Im Krankenhaus? Im Fahrstuhl. Ja, aber im Fahrstuhl ist doch geil. Also, warum ist denn das schlimm, dass er dich da geküsst hat? Weil ich keine Ahnung habe, was das zu bedeuten hat. Oder ob es überhaupt irgendwas zu bedeuten hat. Ich werde einfach nicht schlau aus dem Typ. Okay. Der Typ ist verrückt. Dann vergess ihn noch einfach. Kannst du mal kurz reinschieben? Das würde ich ja gerne, aber ich kann es einfach nicht. Ich dachte, ihr wollt einfach ein bisschen Spaß zusammen haben. Ja, das dachte ich auch. Jetzt hast du dich doch in ihn verliebt. Sieht ganz so aus. Flackert immer noch. Entweder du schmeißt sie weg und kaufst dir eine neue, oder du gewöhnst dich daran. Ich weiß nicht, ob ich das kann. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. Dann bleib eben einsam. Wer sagt denn, dass ich einsam bin? Ich. Und wenn du keinen Menschen an dich ranlässt, dann wirst du das auch bleiben. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. But my mind holds the key. I'm standing on a stage of fear and self-doubt. It's a hollow play. Ja, danke. Wiederhören. Na, keine Chance? Ich habe mit dem Mund fusselig geredet. Aber entweder ich nehme das Referendariat, was sie mir zugeteilt haben, oder ich muss noch mal ein halbes Jahr warten. Ein halbes Jahr? Boah, das ist krass. Ja, das geht gar nicht. Ja, dann vielleicht doch besser warten, als für diesen Penner zu arbeiten. Ich meine, stell dir vor, du musst ihn jeden Tag sehen und immer das tun, was er sagt. Der hat Emilio in den Knast gebracht. Der läuft frei rum und freut sich, dass er damit durchgekommen ist. Aber das regt mich so auf, dass ich dem nichts nachweisen kann. Vergiss es. An solche Typen kommst du als Normalsterblicher nicht dran. Sei denn? Was? Ich meine, wenn ich für den arbeite, dann sitze ich doch genau an der Quelle. Ich wäre bei allem dabei, was er macht. Krieg mit, was für Kontakte der hat. Ich kann mich unauffällig in seinem Büro umsehen. Und so kriegst du ihn vielleicht dran. Das ist gar nicht so blöd. Ja. Das Bad ist für eine halbe Stunde besetzt. Ich darf Ihnen im Namen der Geschäftsführung und der gesamten Belegschaft gute Besserung wünschen. Vielen Dank. Blumen sind echt schön. Wie geht's Ihnen? Besser. Ich bin morgen auf jeden Fall wieder fit. Das freut mich zu hören. Haben Sie eigentlich schon mit irgendjemand über diesen Vorfall gesprochen? Mit Freunden oder Verwandten? Nein, wieso? Wissen Sie, wir machen uns ein wenig Sorgen, dass das Ganze im Vorfeld der Präsentation zu unschönen Spekulationen führen könnte. Und das würden wir gerne vermeiden. Und Sie wollen doch auch, dass das Ganze ein großer Erfolg wird, oder? Immerhin ist Ihr Gesicht auf den Fotos von LCA Green zu sehen. Das stimmt. Aber wenn die Stoffe gefährlich sein sollten, dann muss das doch die Öffentlichkeit erfahren, oder? Was machst du da? Ich suche schon mal die Modelle für morgen zusammen. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber werden die Kleider einen Tag vor der Präsentation normalerweise nicht ordentlich aufgehängt statt zusammengeknüllt? Die werden ja morgen sowieso gebügelt. Wie lief das Fitting?
Wir sind nicht fertig geworden. Warum nicht? Das Model, das hatte einen Schwächeanfall. Wir mussten sie nach Hause schicken. Ein Schwächeanfall? Da flößt man dem dummen Huhn starken Kaffee ein und weiter geht's. Ja, aber es ging ihr wirklich sehr schlecht. Die war sogar im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Warum? Ja, die hat am ganzen Körper so... Gezittert. Also ich habe zu ihr gesagt, sie muss jetzt wirklich mal was essen und ausschlafen. Wieso hast du sie nicht gleich zur Kur geschickt? Bin ich nur von Idioten umgeben? Dieses Model wird bezahlt, um zu arbeiten. Wenn sie zu blöd ist, regelmäßig zu essen, dann ist das ihr Problem. Klar, ich kümmere mich darum. Mach das. Wenn sie nicht fit ist, besorgst du Ersatz. Die Präsentation wird nicht gefährdet, weil ein Kleiderständer mit dem Hirn einer Erbse zu blöd ist, um professionell zu arbeiten. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja. Was war das eben? Kann ich dir nicht erklären. Aber es ist wichtig, dass niemand erfährt, dass Gina eine allergische Reaktion hatte. Wieso ist es doch so schlimm? Nein, es geht ja schon wieder besser. Sie wird wahrscheinlich morgen wieder für uns laufen können. Aber kann ich mich darauf verlassen, dass du mit niemandem darüber redest? Klar. Ich habe ja eine Verschwiegenheitserklärung vorbereitet. Wenn Sie die unterschreiben würden, dann... Sie wollen, dass ich für Sie lüge? Ich will einfach, dass Sie das tun, was auch für Sie am besten ist. Ich nehme an, Sie wollen doch weiter mit uns zusammenarbeiten. Das schon, aber ich weiß echt nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Natürlich würden wir uns für Ihre Kooperation auch finanziell erkenntlich zeigen. Gut, ich will Ihnen gerne helfen. Aber ich glaube, ich muss erst mal noch eine Nacht drüber schlafen. Tun Sie das. Ich bin verabredet mit einer jungen Dame, eine Bewerberin. Wissen Sie zufälligerweise? Die Dame erwartet Sie bereits. Wenn Sie mir kurz folgen würden. Sehr gerne. Entschuldigung, Ihre Verabredung ist da. Sie? Ich habe beschlossen, Ihnen noch eine Chance zu geben. Sie mir. Sie waren vorhin etwas voreingenommen, als Sie mich in meiner Freizeitkleidung gesehen haben. Ich dachte, ich gebe Ihnen die Möglichkeit, Ihre Meinung zu korrigieren. Das ist Ihnen gelungen. So. Hallo. Hey, wenn du was trinken willst, kannst du bei meinem Kollegen bestellen. Ich will nichts trinken. Okay, was dann? Willst du mich küssen oder lieber eine reinhauen? Wenn du nichts dagegen hast, würde ich dich lieber küssen. Aber zuerst muss ich dir was sagen. Aha. Und was? Olli, du hast recht. Ich bin manchmal schwierig und ganz schön verkorkst. Und ich kann auch ein richtiges Arschloch sein, ja. So habe ich das zwar nicht gesagt, aber das trifft das Ganze ganz gut. Ich verstehe auch, wenn du nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Aber? Ich will, dass du weißt, dass... Ich mag dich. Sehr sogar. Und ich möchte, dass du mir noch eine Chance gibst. Wie soll die aussehen? Vielleicht fangen wir noch mal von vorne an? Ach, das heißt, du willst noch mal mit Bella schlafen? Nein, den Teil können wir gerne auslassen. Aber, weißt du, das letzte Mal im Nachtclub. Vielleicht machen wir einfach da weiter? Da ging's nur um Sex. Ja, aber dagegen ist doch nichts einzuwenden, oder? Aber wenn mir das nicht reicht? Mehr als das, Olli, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich will dich auch nicht gleich heiraten, jetzt kriegt man keine Panik. Gut. Würde dich nur gern ein bisschen besser kennenlernen. Bis jetzt, da waren wir die ganze Zeit entweder im Bett oder im Krankenhaus, weil ich mich verletzt habe und du mich verarzten musstest. Ich habe aber keine Lust mehr, verletzt zu werden. Das will ich auch nicht. Ich würde gern einfach ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Olli, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon bereit bin für eine Beziehung. Vielleicht eine Affäre.
wenn du so nennen magst. Wir müssen nach dem Sex ja nicht noch stundenlang reden, oder? Auf keinen Fall. Aber es wäre schön, wenn du zumindest zum Frühstück bleibst. Okay. Sie wollen wirklich für mich arbeiten? Ja, warum denn nicht? Zum Beispiel, weil Sie mich nicht leiden können? Ich sehe das als persönliche Herausforderung. Und an denen wächst man ja bekanntlich. Sie haben mich mehrfach angegriffen und kritisiert. Glücklicherweise sind Sie jemand, der gut mit Kritik umgehen kann. Ich fordere uneingeschränkte Loyalität von meinen Angestellten. Solange das nicht heißt, dass man keine eigene Meinung haben darf? Für eine eigene Meinung werden Sie nicht bezahlt. Nein, die bekommen Sie kostenlos dazu. Diese jungen Dinger, die Sie anhimmeln und Ihnen ständig nach dem Mund reden. Das muss doch furchtbar ermüdend für Sie sein. Man gewöhnt sich dran. Bei mir können Sie sicher sein, dass ich Ihnen immer ehrlich meine Meinung sage. Und die wird Ihnen nicht immer gefallen. Klingt nach einer interessanten Zusammenarbeit. Dann habe ich den Job. Sie fangen morgen um 8 Uhr an. Auf eine gute Zusammenarbeit. Rebecca, gut, dass du kommst. Und, was kam raus bei den Tests? Eindeutige Spuren eines Pestizids. Wie heißt das Zeug nochmal? Parathion, auch bekannt unter E605. Und hochgiftig. Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe auch die Reste von dem Stoff überprüfen lassen, aus dem die Kleider genäht wurden. Und? Das gleiche Ergebnis. Das heißt, das Zeug wurde nicht auf die Kleider gesprüht, sondern direkt auf den Stoff. Das heißt, es ist doch bei der Herstellung passiert. Oder erst, als die Sachen bei uns im Lager eingetroffen sind. Stimmt. Ja, wie finden wir das jetzt raus? Gute Frage. Warte mal. Kurz nachdem die Stoffe geliefert wurden, da habe ich ein kleines Stückchen abgeschnitten und mit nach Hause genommen, um es Elisabeth zu zeigen. Ich meine, wenn das in Ordnung ist, dann würde das doch beweisen, dass die Stoffe erst in Düsseldorf verunreinigt wurden, oder? Hast du die Stoffe noch? Ich hoffe. Ich fahr gleich mal nach Königsbrunn. Beeil dich. Du arbeitest jetzt für diesen Arsch. Ja, Warum hast du dich dann so aufgedonnert? um ihn davon zu überzeugen, dass ich eine professionelle Arbeitskraft bin, die sich den Anlässen entsprechend zu kleiden weiß. Aber hätte da nicht sowas wie eine weiße Bluse oder so gereicht? Mit Seidentuch? Okay, ich wollte ihn auch vielleicht ein kleines bisschen beeindrucken. Aber warum? Weil ich jetzt genau da bin, wo ich hin wollte. An der Quelle. Ja. Ich meine, wenn es irgendwelche Beweise dafür gibt, dass Mertens Emilio in den Knast gebracht hat, dann finde ich sie am ehesten in seinem Büro. Und indem ich ihn im Auge behalte. Und dann, wenn du die Beweise gefunden hast? Sorge ich dafür, dass er in den Knast kommt. Wow, du bist ja mal ein durchtriebenes Luder. Das nehme ich mal als Kompliment. Nächstes Mal bringe ich Hörnchen mit. Ich freue mich drauf. Ich rufe dich an. Bis dann. Hörnchen? Ist das bei euch so ein Sexding? Nein, er meinte Brötchen zum Frühstück. Wieso Frühstück? Weil wir jetzt eine Affäre haben. Ich dachte, der Typ ist verrückt. Ja, so verrückt ist er vielleicht doch nicht. Oh oh. Was? Oh oh. Du bist nicht nur verknallt, sondern auch völlig verstrahlt. Quatsch, ich freue mich einfach nur, dass ich ihm noch eine Chance gegeben habe. Ich hoffe, die hat er sich verdient. Bis jetzt ist alles super. Hey, Tim! Mein vielbeschäftigter Bruder. Sag mal, du hattest doch gesagt, wir sollen mal ein Bierchen zusammen trinken gehen. Wie sieht's aus? Hast du Zeit? Was ist denn los mit dir? Ich weiß auch nicht. Ich habe gerade was gemacht, das eigentlich überhaupt nicht zu mir passt und was ich morgen vielleicht schon wieder bereuen werde. Aber warum strahlst du dann so? Weil es sich total gut anfühlt. Tom, würden Sie bitte draußen warten?
Danke. Die Stoffproben, die Rebecca nach der Anlieferung entnommen hat, die waren einwandfrei. Das heißt also, dass die Stoffe irgendwo hier vor Ort mit dem Pestizid besprüht worden sind. Dann stimmt es also. Wir haben es mit Sabotage zu tun. Und zwar aus den eigenen Reihen. Ansgar, Alexa oder Tanja. Jemand, der Zugang hatte zu den Stoffen. Ja, und jemand, der will, dass wir mit LCA Green scheitern. Und derjenige will uns auch noch einen Betrug anhängen. Nicht auszudenken, was das für Konsequenzen hätte. Wir haben verdammt viel Geld investiert in LCA Green. Ganz zu schweigen vom Imageverlust. Ich meine, manche Unternehmen, die haben sich da nie wieder von erholt. Tja, uns könnte das auch ruinieren. Wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Sagen Sie mal, wo sind denn alle? Keine Ahnung, vielleicht trinken die grünen Tee und stoßen auf ihren Erfolg an. Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Etikettenschwindel bei LCL. Angebliche Öko-Kollektion voller Pestizide. Elisabeth von Lahnstein wegen Betrug vor Gericht. Alexa Berg rettet LCL mit ihrem Privatvermögen vor dem Ruin. Tanja von Lahnstein. Endlich hat sie wieder das Sagen in ihrer eigenen Firma. Exklusive Home Story. Alexa Berg, mein Leben als Schlossherrin. Wen soll das interessieren? Wie bitte? Ich sagte, ich kann es kaum erwarten. Also es hilft alles nichts. Wir müssen die Präsentation absagen. Wie bitte? Auf keinen Fall, das ist doch viel zu kurzfristig. Ich meine, die Presse, die wird uns in der Luft zerreißen und die Einkäufer, die verlieren das Vertrauen in uns. Was haben wir denn für eine Alternative, Rebecca? Wir gehen mit einer Kollektion an den Start, die Betrug ist und gesundheitsschädlich. Ja, okay, du hast recht. Wir haben keine andere Wahl, aber das wird eine Katastrophe. Wir werden gar nichts absagen. Warum, was hast du vor? Wer auch immer hinter dieser Sabotage steckt, wir müssen den Täter in Sicherheit wiegen. Ja, und dann, was machen wir dann? Dann zeigen wir ihnen, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Wir stellen ihnen eine Falle. Und ich weiß auch schon wie.